Hallo, einen schönen guten Abend euch. Hallo. Hallo Marvin, hallo Michael, hallo Ossi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja. Hey, ja, geht heute ein bisschen später los, weil ich vorhin noch im Pool war und so und jo, da fand ich's so doof, dann irgendwie früh abzuhauen. Und um 6 haben sie dann aber gegessen, hatten Essen bestellt und ich hatte aber sowieso noch Gemüse, das ich loswerden musste. Sonst hätte ich es nachher wegschmeißen müssen. Das wäre, nö. Und deshalb bin ich da dann gefahren und habe mir dann gerade eben noch Essen gemacht und habe ganz viel Blumenkohl gegessen. Ja. Ich hoffe, bei euch ist alles gut und ihr hattet ein wenigstens halbwegs entspanntes Wochenende. Auf jeden Fall irgendwie ein schönes Wochenende, hoffentlich. Ja. Hey, das Lied mag ich ja auch sehr gerne. Blumenkohl liebst mit Curry geröstet. Ja, ich habe ihn einfach nur gekocht und Bechamelsoße dazu gemacht. Das, Nom. Musste ja irgendwie auch so schnell wie möglich. Ich habe hier so eine... Es ist schlimmer als vorher. Nun. Ja, tolle Frisur, wow. Nun. Hey, ja. Aber hier ist es auf jeden Fall sauwarm. Kochen hat halt nicht geholfen. Dann vorher 26 Grad, jetzt sind es irgendwie 27,5. War richtig gut. Kann mich nicht beklagen. Heute Morgen in der leeren Stadt spazieren war sehr cool. Das ist gut. Das klingt sehr gut, Michael. Ja. Ja, hier ist es tatsächlich im Moment Kirmes. Deshalb ist hier durch die Stadt spazieren momentan schwieriger, weil voller. Aber ist nur noch heute und morgen. Und dann ist wieder vorbei. Ente. Super Saiyan Lokoyo. Ja. Passt auf, ich digitiere gleich. Ich war um 7 draußen. Krass. Okay. Da war es doch dann wahrscheinlich auch noch, also da war es doch gerade erst hell, oder? Also hier ist es, wenn ich jetzt, wenn ich zur Arbeit um 6 Uhr aufstehe, dann fängt es da immer so langsam an hell zu werden momentan. Das ganze Wochenende aktuell ist gewünscht. Sehr gut. Es war super nebelig, also ja, sehr trübe. Ah, okay. Ja, ne, weil das ist nämlich, ich muss jetzt nämlich auch schon wieder aufpassen. Ich fahre halt morgens zur Arbeit immer, also ich kann theoretisch kann ich sogar 3 Strecken fahren. Ich kann eine Strecke fahren, komplett durch die Innenstadt. Ist der größte Scheiß, mache ich natürlich nicht. Dann kann ich außenrum durch ein Dörflein fahren. Wo bei der einen Straße allerdings immer sehr viele parkende Autos an der Seite sind. Und da sind immer sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Und ich weiß, Autofahrer sind noch viel schlimmer als Fahrradfahrer. Die gehen mir auch echt regelmäßig auf die Nerven, aber ich hasse Fahrradfahrer. Die sind voll okay, die sollen gerne unterwegs sein, aber ich hasse es, wenn Fahrradfahrer auf der Straße fahren müssen. Es ist anstrengend. Es ist wirklich einfach nur anstrengend. Deshalb fahre ich da eigentlich nie lang. Und dann habe ich nämlich noch einen Weg, auch durch das Dorf, aber vorher über Land. Und naja, da sind halt auch Rehe unterwegs. Und wenn es jetzt wieder anfängt, dass es morgens, wenn ich fahre, noch so gerade anfängt hell zu werden, dann
Muss ich leider irgendwann demnächst wahrscheinlich wieder zu der Fahrradstrecke switchen. Schon richtig Bock drauf. Wow. Motivation ist groß. Naja. Kann man nichts machen, ne? So. So. Dann wollen wir mal rüber switchen, würde ich sagen. Bin ich total verwirrt. Habe ich Xbox aufgemacht, den Game Pass. Dabei ist das Spiel doch Steam. Bin gespannt, ob es heute noch die 23 News gibt. Ja, ich weiß nicht. Da kam jetzt, letzte Nacht kam so ein bisschen Disneyland News, aber ansonsten, oh, mal gucken. Es trollt mich. So. Anime-News kommen jetzt nächste Nacht wahrscheinlich wieder, weil ja, Aniplex-Event. So, Spielstunden. Bin gespannt, ob wir es heute durchschaffen. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie viel noch kommt. Wie immer, halt. Ich finde das bei Spielen insgesamt total schwierig. Oh, das ist wieder sehr laut. Was habe ich eigentlich eingestellt? Ist das richtig? Ist richtig, okay. Hallo, hallo Marvin. Du bist jetzt richtig da? Schön. Hä? Was habe ich getan? Was? Meine Maus hängt fest. Was zur Hölle? Was habe ich denn gemacht? Das ist halt anonym. Eigentlich sind alle Kabel schön lose. Okay. Jetzt richtig da, sehr gut. Hoffentlich wird viel gesungen heute. Ich hoffe auch. Wir hatten jetzt, also letztes Mal hatten wir letztes Mal ein Lied? Nee, oder? Ich meine, wir hatten letztes Mal echt kein einziges Lied. Krass. Nächste Woche könnte es mal hier Academia News. Ja, mal abwarten. Vielleicht ja auch heute schon, wer weiß. Ich weiß ja nicht, was Aniplex alles raushaut. Die haben halt schon. Ich weiß auch nicht, ob My Hero Academia ist. Das gehört wahrscheinlich überhaupt nicht dazu, ne? Ich habe momentan das Gefühl, alles. Bei Aniplex gehört alles dazu, weil die hauen einfach alles raus momentan. Nope, kein Lied. Haben wir uns das richtig gemerkt? Krass. Ja, aber letztes Mal war wirklich, da war nichts an Liedern. Ich dachte auch vom Namen bzw. Ankündigung her kommen mehr Lieder. Ja, ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet an Liedern, aber also es ist jetzt nicht, dass es schlimm ist oder so. Aber, Gestern und heute noch. Ja, das weiß ich doch, das weiß ich. Deshalb weißt du auch ganz genau, habe ich mir gedacht, dass du ganz genau sagen kannst. Bei My Hero Academia wegen historischem Chapter 400. Das wird der letzte Manga für eine lange Zeit sein. Ah, okay. Ja, Manga-Sachen interessieren mich sowieso nicht da. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Manga lesen versaut mir halt die Anime-Serien bei allem. Ist einfach eine Tatsache, deshalb lese ich kein Manga mehr. Vielleicht Filmtrailer. Ja, mal abwarten. Auf keinen Fall. Mir gefällt das Spiel auch so sehr gut. Dann ist ja gut. Ich finde es auch. Also ich finde es auch echt gut, aber so also letztes Mal ein Lied mehr vielleicht. Aber ich wüsste auch nicht wo. Stell euch mal vor, Caron hätte gesungen. Das wäre lustig
gewesen. Aber er spricht ja gar nicht mit uns, von da aus wäre das schwierig gewesen. Ach stimmt, Marvin, das hast du jetzt dann auch gesehen, ne? Das hattest du ja vorher gar nicht. Ja. Wir hatten, glaube ich, auf einer Map aufgehört. Doch nicht? Ach scheiße, wir sind auf dem Schiff. Voll verdrängt. Stimmt, ja, wir waren voll drin. Wir sind mit Persephone zusammen in der Hölle jetzt unterwegs, in der Unterwelt. Mit Charon auf dem Bötchen. Haben wir Ton? Ja, müssten wir eigentlich. I wouldn't touch that. Way too much for you. Overload you. Blow a fuse. Fängt einfach direkt an. Every story. Every memory winds up here in the water. I used to dream that this river would rise, swallow the anger, tears in my eyes. Then suddenly I was found alone. I destroyed Hades, but was denied his throne. Isn't it? Everything here is fading away. She needs her queen. We're here for Freddy, too. I killed the king fair and square. They had no right to take it from me. It wasn't your fault. There was no right or wrong. It wasn't your fault. You didn't belong. If my life was stolen, I wouldn't know where to turn. Candle isn't finished. It's a slow burn. Someone's coming. There's music floating through. Someone's coming. And it has me singing too. We have visitors. I think we all know what to do. To the throne room. This bard's about to meet a muse. There's someone singing with us. That would be Orpheus. Is he a muse? Oh, he's so much more than that. Someone's You coming. better be ready. A wolf is waiting in the tomb. He's a master of his Someone's craft. coming. We have to take I back can feel them howling at the moon. what is mine. Forget why we came here. There's a name here I won't forget, that reeks but you of can bet he enemy. knows someone's coming. It's about time, Persephone. Orpheus, I've been. What happened to the music? Well, I have been waiting for you, Persephone, for so long. And you brought a muse. Hi. richtig gut. Lovely tune, by the way. Can't remember the last time I collaborated with someone so talented. No offense, Benny. Oh, Benny, no. To my underworld. Let me treat you to a song. A welcome gift. I have the floor. It is mine, after all. Muse. Any requests? Questions? Ja, komm. My friend is dead. Can you help me? Loop. The river keeps secrets deep in the water. How far do you sink till you're buried below? I challenged the fates and found my Eurydice, but you had to kill her, and I won't let it go.
asking the wrong person. It wasn't your fault. How are you to react? It wasn't your fault. Now there's no turning back. Go, Benny! If my love was taken, I wouldn't know where to turn. Your candle isn't finished. It's a slow burn. This tete-a-tete is over. If he's the victim, what am I? Queen, let's not lose our composure. The muse understands. Well, I won't comply. I'd rather die. Corpses in crowns, tangled and trapped. Eyes full of cobwebs, only looking back. Don't you see what I see? Looks all dead to me, are both the same. The same? I like what you're doing, Muse, but I thought you'd be on my side. Bard is to blame for the hell that he's been in. Persephone, you're the reason I'm here. I'm not here to give in. Oh, you think I will? Can I get this through both of your heads? You're fighting over something that's dead. I mean, you should have seen this coming. There's no point in reasoning with him, Grace. Oh, I believe she was speaking to us both. Certainly wish I'd seen you. It wasn't your fault. You were never to blame. Hades was a monster. We were a part of his game. Orpheus, where's your fire? When will the music return? The candle isn't finished. It's a slow burn. It's a slow burn. It's a slow burn. Ich merk's schon, ich bin heute ein bisschen auf der roten Seite. Both exist somewhere on the border between real and imagined, the living, the dead. So how can this place be everything you dreamed of? You both deserve more. You must let it go. You both deserve more than this stupid throne. Sorry, das ist während der Lieder so unfassbar schwer. Hi, Bommelin. Herzlich willkommen. Fools. You're right. Yet, what about the throne? We can't just leave it empty, can we? Sie sind nicht pisst. Das ist schon mal gut. Okay, unsere einzige Möglichkeit ist, den Thron zu zerstören. Geil. Okay. Michael, nochmal, ich hätte nicht mal gewusst, was das Wort ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kannte das Wort auch nicht und war dementsprechend überhaupt nicht sicher, ist das positiv oder ist das negativ. Das war somit der Hauptgrund, warum ich da beide genommen habe, weil ich Angst hatte, da irgendwas kaputt zu machen. Der Rest war aber Absicht. Alles gut. Ich wollte mich auch tendenziell erst still reinschauen. Alles gut, aber schön, dass du da bist. Ich bin selbst gespannt, was und wie wir heute entscheiden. Mal gucken. Bin raus, guten Stream noch. Wollte eben nicht stören im Song. Alles gut, einen schönen Abend dir auch und danke, dass du reingeschaut hast, Ossi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Genau. Also ich bin selbst sehr gespannt. Wir mal gucken. Also die Lösung, die wir jetzt rausbekommen haben, finde ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Mal gucken. Ja, auf geht's. All that going around in circles, digging up old wounds, and for what? So you can fight over a chair. Jo. There. You dare. What gives you the right to interfere in this manner? That throne was not yours to break. Oh nein, jetzt ist sie doch richtig pissig. Oh no.
Okay. Mist. Ich würde... Achso, wie Michael auch schon gemacht hat, ihr könnt gerne hier mit abstimmen oder entscheiden, wie auch immer. Ich würde tatsächlich zu I Had to Do Something tendieren. Ich trinke mal eben ein Stückchen. Ich merke schon wieder, ich habe schon wieder zu kurz vorm Stream gegessen, ne? Aber stimmt ja auch, wir konnten... Ja. You were obsessed, Persephone. You still are. You need to get over it. And that's for you to decide, is it? That I should get over it? Oh, verdammt, sie ist halt jetzt einfach richtig busy. So what's your plan now, Grace? I assume you must have one after that big demonstration. Hab den Thron genommen. Oh mein Gott, das finde ich auch richtig gut. Das finde ich richtig gut. Puh. Ja, also beides. Ich würde fast sagen, erst zu den Fates und dann Freddy finden, oder? Ah, ja, die finde ich halt auch echt gut. Die entspricht halt auch den Tatsachen, ne? Aber na, dann nehmen wir das. The Fates are still here, right? In Hades somewhere? Can't we go see them in person? Let's say you do find them. How will you make them help you, Grace? The Fates don't care about our affairs at all. Well, what difference would the throne have made then? None. There is no way to gain help from the Fates. There never was. It was hopeless from the start. And Freddy? If the throne alone could bring somebody back from the dead, surely even Orpheus would have figured it out. Wir haben ihr vertraut, ne? Wow. I shouldn't be surprised. I mean, you're you. And I believed what I wanted to believe. Yep. And neither of us will get what we want today. As opposed to your original plan, where that would have only been me. Yep. At the very least, I had hoped we might find your friend's spirit. Why? We can't bring her back. Not without great sacrifice, no. No, the rules of death are clear. Yet, you might have spoken to her. I know what it's like not to get the chance to say goodbye. Abdiction, you destroyed the throne. Abdication. Hey. Oh! Freddy! Ow. Freddy, you're here. Yeah, I've actually been watching you since you arrived. It's not like there's much else going on. Fred, No, don't even start, Grace. I made my decision. Freddy, ja. I don't regret it one bit. Ich hätte sie so gerne gerettet, ne? Sie ist halt echt ein richtig cooler Charakter.
Ja, das. Beides. Freddy tot war erst richtig blöd inszeniert, dachte ich. Die Erklärung von Musik war das. Ja, das stimmt. Es kam vor allem halt, so plötzlich auch halt. Sie war halt dann einfach, wir wurden verfolgt, fast umgemessert, und dann war halt einfach plötzlich Freddy da, so ganz random, die da ja eigentlich gar nicht sein sollte. Und dann, ja. I do. I want to go back. I want it all to go back. It's not supposed to end like this. This isn't the end. Hey, it's not by a long shot. You still have a whole story to finish. Without you? Yeah. Without me. I don't want to. Oh. Well, I don't blame you. I happen to be really good company. Hey, no. I guess this is it, huh? Almost. I found someone while I was down here. Someone you really need. Da habe ich gar nicht, oh mein Gott, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja mega klug. Calliope? This... You can't be real. Your soul is inside Grace. My Eidolon is inside Grace. The rest of me... I'm here, Persephone. This is real. No. I guess you two were better acquainted than you said. Huh, Persephone? We parted ways years ago. Persephone couldn't take my lectures any longer. I take them now. I miss them. No, you don't. Think about how bitterly we argued at the end. Don't blame yourself. Not when there are so many fond memories to cherish instead. I don't get it. I thought the Eidolon was Calliope's soul. But if that's true, then... The Eidolon is what makes us an idol, but it's not our soul. Each of us adds a piece to it as it passes on. But what about the memories? The memories are but a reflection. And after the Eidolon is passed on, old memories become a reflection of a reflection. That's why the idols have forgotten so much. You knew this truth once, Persephone. Long ago. Okay. So. Yum, 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 yum. We need to know what happened to you, Calliope. How did you die? Why didn't you come to me? If you were in trouble, I would have protected you. I know you would have. But I couldn't let you be drawn into Apollo's prophecy as well. Apollo's prophecy? He didn't tell you? No. I don't suppose he could have. Okay. It's a long story. Apollo hatte ja gesagt, also was er gesagt hatte, war ja, dass er Prophezeiungen aussprechen kann, dass sie aber nicht ganz klar sind, dass sie aber unveränderbar sind. Würde erklären, warum Calliope die Fates kontaktieren wollte. Sie hat halt eine Prophezeiung bekommen und wollte die ändern, vermutlich. Aber ja, well, Apollo hat davor,
Apollo hat davon natürlich viel erzählt, ne? Ja, Skip to the end. I want to know who sent the Furies after you. Athena. No. It's true. Apollo delivered a prophecy to her that said I needed to die. Then she sent the Furies after me when I went to the reliquary. I barely escaped. I fled back to the mortal world. To you. was eine Prophezeiung. Ernsthaft. Was zur... Ja, naja. Immerhin lagen wir insofern richtig, dass es theoretisch Athena war. Nun, Why come to me? Of all the places you could have run to, why come to my apartment? Because I was dying. But I couldn't save you. I barely even knew sie you. wollte ja auch nicht I was gerettet werden. wandering the streets that night, wondering if I should go to the reliquary or just flee. And I heard you singing. I followed you home after to see where you lived. I didn't know what would happen to me, but I thought, just in case, I knew I had to hold out until I reached you. Und dann noch das, ja, ich würde, was meint ihr? Ich würde theoretisch das hier bevorzugen. Weil an sich sind wir ja nicht, also wir sind ja nicht sauer. Und ich finde die obere Antwort und die linke Antwort, die wirken schon eher sauer. Also wir sind halt nicht sauer auf sie, sagen wir es mal so. Oder? Also, ja, kommt. I don't blame you, in case you're wondering. You don't? You didn't ask for all this to happen. You did the best you could, Calliope. Thank you for saying that, Grace. Truly. Aber das macht die ganze Sucherei ja tatsächlich noch mal schlimmer. Denn Athena ist ja diejenige, die darauf beharrt, dass wir beweisen, dass wir Calliope nicht umgebracht haben. Apollo hates using his power. Why would he have given a prophecy to Athena? Because she demanded it. She was desperate. How did you even find out? Apollo was horrified after he delivered the prophecy, and he refused to stay silent. And he came to warn me. Okay. He was torn. Telling me meant I was locked into it. I still think he did the right thing. Though I expect he disagrees. Das tut er. Das war wahrscheinlich das, was seine Frustration mit den Prophezeiungen hauptsächlich getriggert hat. Das, was er uns da erzählt hatte. What was the prophecy? Surely I need to hear it. If I tell you, you'll be locked into it, just like me. But the prophecy doesn't just say you have to die. There's more to it, right? They always require interpretation. Apollo told Athena that. He begged her not to jump to conclusions, but maybe she was right. Sie hat ja gesagt, wenn sie uns davon erzählt, dann ist die Prophezeiung für uns auch lockt. Quasi. Würde ja bedeuten, was links steht,
It's About Me Too. Dass Grace halt in dieser Prophezeiung mit inkludiert ist. Und das wiederum, je nachdem, was es ist, könnte eventuell erklären, warum Athena diese Strategie hat, dass wir beweisen sollen, dass wir es nicht waren. Warum sie uns nicht einfach aufnimmt. It doesn't just involve you, does it? It involves me. It must, or you wouldn't hesitate. Athena wanted to know if there was a way to save the idols. The answer was this. The idols cannot continue so long as the last muse lives. And I'm the last muse. And now you know the prophecy. Okay, das erklärt halt tatsächlich alle Probleme, ne? Klar, Last Muse. Gar nicht namensbezogen logischerweise, sondern idolbezogen. Ist total logisch. Das ist ein bisschen ungünstig, ja, weil wir es jetzt gelockt haben. Ja, nun. Ist ein bisschen doof jetzt. Verdammt. Why did you go Ja, to the wegen der reliquary? Fates. Wegen der Fates. We know about the mirror, but You wanted to annul the prophecy. Yep. And the Fates are the only ones who could, if they would even help me. I doubted it, but I was desperate. I never got the chance to ask. Someone told Athena where I was going, and she must have realized what I meant to do. But how did she get the Furies to attack you? They aren't pets. You didn't break any of the old laws. I don't know. Maybe it's something the ruler of the idols can do. But you'd have to ask Athena. Ich könnte mir vorstellen, also die gehören ja mit zu den Idols quasi auf Art und Weise. Und die Prophezeiung besagt ja, die Idols können nicht überleben, solange es die letzte Muse gibt. Würde ja bedeuten, wenn nicht gehandelt und die Muse ausgeschaltet wird, dann sterben die alle. Und ja, dann ist halt Ende Gelände. Jetzt gerade mal meine Boxen hier so stehen so komisch. Dementsprechend, ne? You went to plan for the key. Ja, wir haben ja schon gelernt, der wusste ja alles. Aber so richtig verraten hat er uns ja nicht. Also er hat sich einfach die ganze Zeit nur unfassbar auffällig verhalten. you went to Pan for the key to the reliquary, right? Yes. He's the reason I knew about Nyx's mirror, actually. He told me about it long ago. He told Medusa where you went. She, I expect, told Athena. Yep. Oh, Pan couldn't have known what it would mean. I didn't explain. That's it. You forgive him, just like that. I'm sure he feels guilty enough, my love. Deshalb hat er uns wahrscheinlich auch heimlich auf den richtigen Weg geschickt, könnte ich mir vorstellen. Aber er hat das halt auf einfach so seltsame Art und Weise gemacht, ne? Er hat es wahrscheinlich tatsächlich sogar gut gemeint, ja anscheinend. Aber ich fand ihn halt überhaupt nicht vertrauenswürdig. Er war halt so auffällig. Oh, tut mir leid. War echt, muss die ganze Zeit gähnen. War zu viel Rumrennen, Sonne und Schwimmen heute.
Do you blame Athena for what she did? She wanted to save the idols. And I wanted that too. Well, I blame her. And Ja. Apollo for not telling us what she'd done. If he had, Grace would have been locked into the same fate as Calliope. Ja, aber das ist jetzt ja eh. We don't know that. Jetzt ist es eh zu spät. Wir haben es versaut. Ist so. Eigentlich können wir jetzt mit Freddy tauschen. Aber ob Freddy das so geil findet, findet sie wahrscheinlich eher nicht so geil. Sie hat sich ja geopfert. Nee, wenn wir jetzt sagen, ja, Freddy, auf geht's, du darfst weiterleben, wir bleiben hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt, also Persephone hatte ja vorhin gesagt, wie genau hatte sie das gesagt? Hatte sie gesagt, dafür ist ein großes Opfer nötig? Irgendwie sowas hatte sie doch auch angedeutet, ne? Wir bleiben in der Unterwelt, da muss man uns erstmal finden. Ja, okay, das stimmt auch wieder, ne? Dann werden wir Herkules, ja. Es ist wirklich... I have to go back. And I have no idea what will happen. None of this seems real. It's a song. So many years of history, the fights, the highs, the miseries. I'm so proud of you, but it's time to go. I never truly saw before how trapped we were, so far from shore. Great at the time, but it's time to go. It's time to Deep within my soul, you will remain with me, a best friend through the dark. Gone, you're irreplaceable. It's time to go. It was quick and so was I. I was not prepared to die, but Grace, I choose this, and I know you'll get by. It's time. So many years of history, the fights, the highs, the miseries. I'm so proud, Grace. Freddie, I gave everything to watch you go. I know. Now it's time to go. It's time to go. Saying goodbye made the difficult decision to let You've someone returned. go. And I see Freddy isn't with you. I'm so sorry, Grace. Did you at least get to speak to the Fates? No. Then what happened? Eigentlich ist jetzt irgendwie alles scheiße gelaufen, ehrlich gesagt, ne? Oh, okay, krass. War das so anders als bei dir? Oh, war bei dir positiver. Das fängt ein bisschen sad. Ne, wir haben jetzt, also, es lief ehrlich gesagt eigentlich richtig scheiße.
Wir sind in die Hölle, also in die Unterwelt. Persephone hat uns verarscht, wollte eigentlich nur ihren Thron. Den haben wir aber zerstört. Das heißt, sie ist quasi pisst. Jetzt nicht mehr. Aber eigentlich ist sie pisst, weil wir halt ihren Thron zerstört haben. Sie jetzt weiterhin nichts hat, quasi. So. Aber sie hat Calliope wieder gesehen. Dafür. Und dann, ja, also wir haben durch Calliope dann die Wahrheit herausgefunden, was passiert ist. Athena ist schuld. Also, ne, die ausführende Schuld, so ungefähr. Wir wurden aber jetzt in die Prophezeiung inkludiert. Wir wissen von der Prophezeiung. Das heißt, sie wird geschehen. Also entweder wir sterben oder die Idols sterben. Was anderes ist quasi nicht möglich. Und wir mussten Freddy zurücklassen. Und wir haben nicht mit den Fates gesprochen. Wobei, also, wir wissen ja, was Sache war jetzt so, ne, aber das lief so semi-gut. Aber wir konnten uns verabschieden. Ja, ich glaube, ich hatte andere Choices, weil ich den Thron nicht zerstört habe. Aber das macht das Spiel schon echt gut. Krass. Ach, krass, okay. Fast alles lief schief. Eigentlich lief alles scheiße, ja. Es ist so. Ja. None of us got anything. Persephone didn't get her throne. I didn't get Freddy back. And talking to the Fates was never gonna happen. So it was all for nothing. Ja. Oh, not at all. It actually proved quite productive. We heard about your prophecy, Apollo. You knew. You knew the truth this entire time. Even when you said you were helping Grace. Das ist ja noch mit das Schlimmste irgendwo auch, ne? Yes. Yes, I Er did. hat Grace halt auch nichts gesagt. Er wusste es und hat uns halt auch. Ne, er hat so fein so getan, als hätte er uns geholfen. Hat er aber nicht. I say you tell, but understand why, tell me everything. Ja. Es ist ja auch schon irgendwo nachvollziehbar, naja. Why did you say you'd help? You could have stayed out of it. I tried that. You wouldn't let me. Oh, so now it's my fault? Whatever you were trying to do, Apollo, you failed. We know the prophecy now. Then it's done. You're locked into it. Yep, wir sind gelockt. Isn't the prophecy open to interpretation? Ja, Couldn't you Konfrontation. be wrong about how it ends? When am Und I deshalb not habe ich auch wrong, nicht Grace? rot genommen. That's right. Leave. It's what you're best at. Ja. I don't know how this will affect your trial. We could tell them what we've learned. Even without proof, it makes enough sense that Athena couldn't just brush it off. But if she believes you need to die in order to save the idols, if she truly believes that, it won't matter what anyone says. Ist richtig, leider. Ja. Nee, Michael, ich kann das auch nicht, deshalb fand ich es auch mit Orpheus Dings Persephone fand ich auch total schwierig, weil sie hatten halt beide ihre Punkte. Ich konnte beide irgendwo nachvollziehen. Ne? Konfrontation mag ich auch überhaupt nicht. Finde ich scheiße. Deshalb nehme ich auch normalerweise nicht das Rote. Aber wie gesagt, da war das bei dem Lied mit den beiden irgendwie nochmal was anderes.
Aber deshalb habe ich mich nicht für den roten Weg entschieden, weil ich das Gefühl hatte, der ist zu konfrontierend. Ich bin gerade, also klar, Persephone hat uns eigentlich auch verarscht. Ich bin aber gerade ganz froh, dass wir im Club nicht mit Apollo mitgegangen sind, sondern bei Persephone geblieben sind. Und so mit ihr halt ein bisschen enger auch. Da geht es vielleicht weiter und dann wieder zu dieser Ebene. Ja, okay. Stimmt. Look, about what happened in Hades. Which part? The part where you denied me the throne? Or the part where I lied to you so I could use you? You did what you had to do, and I won't say I didn't have it coming. It's freeing, in a way. Both. I intend to keep my promise. We go to the trial and I'll help you, even if it means overthrowing Athena. Calliope would approve. Yep. But what about... Just so you understand, our chances aren't good. I suggest you do whatever necessary to prepare. Naja, aber Great. verstehen wir uns ja eigentlich mit fast allen gut. So, vielleicht, also. Ich meine, wir haben ja auch Day 7. This is my last chance to speak to anyone before the trial. Wir können zu Pan, zu Persephone oder zu Apollo. Meint ihr, wir schaffen alle 3? Ich finde das immer so schwer einzuschätzen. Wir gucken gleich auf jeden Fall nochmal im Journal. Ja, aber wir haben ja, also Aphrodite haben wir theoretisch geholfen. Aber die Sache ist halt auch einfach, also Tatsache ist ja, Idols oder Muse. Das ist so. Ich liebe dieses Lied. I did the office thing. I went into the underworld to get Freddy back, but it was a lie. There was no way to get her back, and what's more, Freddy didn't want to. She chose to sacrifice herself, she said, and she wasn't taking it back. At least I got to say goodbye. I'll miss her so much. Komm nicht, also das wird alle 3. Ja, müssen gleich mal gucken, wen wir aufsuchen und wen nicht. Ich hoffe, dass wir zumindest 2 vielleicht irgendwie machen können. Mal gucken. So. As for what we learned in the underworld, holy crap. Calliope was there. I guess her soul and the Eidolon are separate things, which even Persephone didn't know. The important thing is that Calliope was there and I got to talk to her. She told us everything. It was Athena. She received a prophecy from Apollo to save the idols, and that's why she summoned the Furies. She can do that? To kill Calliope. Da habe ich ja wirklich immer noch die Theorie, dass das vielleicht... Also die haben ja gesagt, normalerweise machen die Furies nicht einfach irgendwie sowas, aber halt um die Idols zu saven. Mein Englisch ist auch echt für den Arsch. Nun. To try and keep it from happening. The idols cannot continue so long as the last muse lives. I became the last muse after Calliope's death, and now Athena wants me dead. To keep the idols safe? This is huge. The idols cannot continue so long. Wobei, hier steht ja nicht, also hier steht ja ja, ist schwierig zu deuten, ne? Also Continue könnte ja auch einfach nur bedeuten, tatsächlich, wenn man es so sieht, kann ja, also er hat ja gesagt, ja, die Prophezeiungen gibt es, die sind dann fest, aber sie sind auch interpretierbar. Continue könnte natürlich auch bedeuten, solange die letzte Muse lebt, können die nicht so weitermachen wie jetzt. Ne? Es könnte auch einfach, die können nur nicht so wie jetzt weitermachen. Wenn sie was ändern, auf geht's.
Wer weiß, ne? Also, uh, so. Hermes hatten wir nicht. Aphrodite auch nicht. Apollo. Tipp, tipp, tipp. Apollo knew who the murderer was all along. Athena came to him for a prophecy on how to save the idols, and he gave it to her. But it doesn't make any sense. If Apollo knew about the prophecy, why did he stop Athena from just killing me at the start? Why did he help me at all? Calliope said he's lying to protect me, to prevent me from sharing her fate. But I know the prophecy now, so whatever it is, I'm locked into it. All of Apollo's lies were for nothing. I think we are due a very serious conversation when I get back. I laid into Apollo the moment I got back to the apartment, and he denied nothing. All of it was to protect me from the prophecy so that I wouldn't be locked into it, and he'd only agreed to help me because he thought he could do so indirectly. He apologized a lot and then fled, tail between his legs. Ah, if I want to have a real discussion about this, it'll have to be at his beach house. Well, we have our murderer. It was Athena all along. We got it straight from Calliope herself. Athena went to Apollo for a prophecy on how to save the idols. The idols cannot continue so long as the last muse lives. Calliope was the last of the muses, and then it was me, so we had to go. She's had it in for me from the very start. She never intended to let me live, no matter what I did. The thing is, I don't exactly have proof of this. Somehow I doubt Athena would back down even if I did. Oh, and apparently she can also summon the Furies. You know, the embodiment of retribution. That my powers don't even work on. Ah, this is going to be trouble, isn't it? Yeah, it's like I thought. Persephone agreed that Athena isn't likely to stop now. The trial will go forward, and if Athena thinks killing me will save the idols, she'll do it. Meaning we'll just have to find a way to stop her if we can. How exciting. Except it was a lie. All of it. Maybe it's. Wir müssen hier. Hä? Das fängt so doof an hier. Except it was a lie. All of it. Maybe it's why Persephone originally agreed to help me, and it's been her plan all along. Or maybe she just couldn't resist the opportunity. The entire trip to the underworld was Persephone's trying to get what she wanted and nothing more, exactly what Apollo accused her of. I couldn't let her get away with it, so I kind of destroyed the throne. Didn't know I could do that, but poof, it's gone. Nobody's ruling Hades now. Not that there's much left to rule anyway. Persephone was livid, because it's hers, and that's all she cares about, but let's face it, she had it coming. On a separate note, I learned that Persephone and Calliope were in love. They weren't friends, they were a couple. I guess they broke up a couple of years ago, but the way Persephone acted from the start makes so much sense now. Ja, ich war halt irgendwo schon verdächtig. Es war halt irgendwie seltsam, ne? Well, I tried talking to Persephone once we got back to the apartment, but she wasn't having it. If I want to settle this, I'll have to hunt her down, for whatever good that do. Turns out Pan wasn't lying. Is he innocent? No. Was he the killer? No. He sold Art Calliope and told Medusa where she was going. Medusa probably told Athena, and so Athena summoned the Furies to kill Calliope. But Pan probably had no idea that would happen.
I guess it's good to know the whole truth, finally. Das ist wahrscheinlich nix more. Ah, das nochmal. You know that story about ist es Orpheus oder Orpheus? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Eurydice finde ich ja auch einfach sau. How goes it in the underworld to get his love back? And Hades says, okay, but only if you never look back the entire way to the surface. Right before the exit, Orpheus loses his nerve and looks back. And thus Eurydice is forced to remain dead forever. Cruel, classic and apparently true. Die Aussprechung ist wirklich so, die sind beide schlimm. Or the heart of it seems to be anyhow. Orpheus was so bitter about the whole thing, he's waited on that empty throne all these thousands of years, waiting for Persephone to return, just to keep her from it. I don't know why he blames her, and not her former husband, and now dead husband. But I guess I'll find out. A little detail Persephone failed to share before trial or arrival. It seems that as the greatest bard of ancient Greece, Orpheus had powers similar to mine. So when we showed up in the underworld's throne room, he and I duked it out musically. Until I finally convinced him this whole vendetta of his wasn't worth it, and it was time to move on. Last I saw of him, he and the few shades left in Hades who supported him had wandered off into the shadows together, hopefully to find the rest. Ja, stimmt, das haben wir jetzt tatsächlich gar nicht rausgefunden, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Seitdem ich das Musical Hadestown sehr gesuchtet habe, kann ich die Namen. Ah, okay, sehr gut. Ich habe, also gelesen habe ich die schon extrem oft, aber ich habe nie versucht, sie auszusprechen. Hatte es sich ein bisschen gehofft, dass es irgendwie eine Anspielung drauf gibt, aber gab es leider gar nicht. Ah, okay. Ach, auch, ja. I see. Ja, nee, nee, irgendwie, da war jetzt tatsächlich dann gar keine Auflösung. Naja. Aber beruhigend, wenn es bei dir auch so war. Ich habe schon gedacht, ich habe da wieder irgendwas verpasst, weil ich glaube, wir hatten einmal die Möglichkeit, auch danach zu fragen. Aber... Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Wollen wir zu Pan? Hadestown lohnt sich voll, vor allem wenn man die Story so ein bisschen kennt. Ja, ich hab irgendwie so unfassbar viel von der Story tatsächlich. Ich habe auch Lore Olympus lese ich auch. Und ja, dann ein Hades-Spiel, ne? Und also insgesamt irgendwie total. Lass mal Pan besuchen. Finde ich auch. Guck mal, wir gehen mal zu Pan. Pan? Are you here? Pan! All right then. Guess I'll just head off. I thought you didn't want to see me anymore. You're not here to yell at me, are you? Oh! Er ist plötzlich ein ganz zahmes Lämmchen und es tut ihm leid. Ich bin ein bisschen überrascht, aber... irgendwie auch, ja, es ist schon verständlich, ne? Also er wollte uns ja helfen. Er hat uns ja voll in die richtige Richtung gelockt. Aber halt auf eine echt beschissene Art und Weise. Ja, komm. No, I, wanted to apologize. Apologize? To me? Well... For thinking you might be behind Calliope's murder. Turns out that's not the case. Oh, then you've learned something, haven't you?
Ja. Something not exactly pleasant. I see. Isn't that always the way? Wo er recht hat. Ja. Tell you what, Grace. Let's indulge in one last transaction. Relay what you've learned, and I'll see if I've any advice to offer. Aber nee, er weiß ja noch gar nicht alles. Es war ja, also er weiß zumindest nicht fest alles, weil, klar, er hat mit Medusa gesprochen, ne? Aber an sich weiß er ja nichts hundertprozentig Festes. Hat auch nur seine Vermutungen. Okay, where do I begin? Well, of course it was Athena. Mhm. Sehe ich Wait, auch you so. knew? No, how could I? So what now? Let the prophecy play out. Huh? Let it play out. It doesn't say the last muse will die. Just that she must for the idols to continue. Perhaps the idols shouldn't continue. Seems reasonable enough. Was er sagt halt. Just let them die. Ja, das ist ja die Sache. Es ist halt Auslegungssache. Die Prophezeiung sagt continue. Ne? Die Prophezeiung sagt ja an sich nicht, the idols cannot live oder sowas. Also, ne? Ja, schwierig. Oh, so just let the idols die off. You'd be okay with that? Did the prophecy say precisely that? Prophecies can be such tricksy little bastards. Frankly, change is long overdue. Continuing on as we have been isn't appealing, and I doubt I'm the only one who thinks so. I'm rather looking forward to the trial now. Ja. How exciting. Prophezeiung muss halt nur ein bisschen ausgelegt werden. Gut, dass wir hingegangen sind, weil das hätte sie sonst nämlich nicht, ich weiß nicht. Also jetzt haben wir halt, es kann sein, dass die Interaktion mit Pan gerade freigeschaltet hat, dass wir diese Interaktionsmöglichkeit in dem Trial, in der Verhandlung haben. Also wie ein guter Teppich, absolut. Flauschig. Auslegungssache. Ja. Nun. Ich finde nicht, also ich würde fast sagen, wir konfronten Apollo, denn was stand im Journal? Was stand zu Persephone im Journal nochmal? If you want to settle this. Ja, aber was sollen wir setteln? Wir haben uns beide gegenseitig verarscht. Also sie hat uns verarscht, daraufhin haben wir ihren Thron zerstört. Und sie hat realisiert, ja, eigentlich, ne? Also eigentlich ist da, ich bin der Meinung, wir sollten zu Apollo gehen, weil ich nicht finde, dass wir eine Konfrontation mit Persephone nötig haben. Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Ich finde nicht, dass wir da großartig irgendwie was konfrontieren müssen. Klar, wir haben den Thron zerstört, sie hat uns auch verarscht, aber irgendwie ist ja alles gut gelaufen. Ne? Sie hat Calliope nochmal getroffen, hat mit der gequatscht, sich ausgetauscht und eigentlich ist jetzt soweit ja alles gut. Kommt, auf geht's. Was soll passieren?
It's you. Stimmt, Oracle ist Paul ja auch comes da. in, mopier than his usual mopey self, and won't say a word about why. But of course, it's you. Mobier. Ist das denn Wolfio? I know you care. Ja. Ich glaube, oder? Hm? Ich hoffe einfach, wir dürfen alle treffen. Ja, vielleicht. Look, I know you care about Apollo. I'm not here to hurt him. Ja. Yeah. And, why should I believe you? Ja. Because I just came to talk. I want to sort this out. If I can. Gotta get this right. I guess I can go ask him if he wants to talk to you. Don't be surprised if he says no, though. Ja. It's all right, Oracle. I think Grace and I need a moment alone, if you please. Oh, sure. Don't mind me. It's not like I was in the middle of anything. Sorry. Ah ja, die Chips. Ja, Chips. Kann ich nachher noch mopfen. I know how Persephone feels. But not you. You'd have every right to be furious with me. I'm not angry. Stimmt schon irgendwo. An sich, also er hat's ja, klar, er wusste es die ganze Zeit, aber er hat's ja auf irgendeine Art und Weise wirklich nur gut gemeint. Ich thought you were better than this. Das ist schwierig, ne? Also ich bin auf jeden Fall nicht für links und unten. Anderen finde ich beide soweit gut. But you were better than this, ja. Ah, vielleicht, oder? Komm, wir nehmen mal. Sorry, Michael. Du hast ja oder geschrieben. So you've said. I'm more worried about you, actually. Worried about me? After all you've been through? I lost Freddie. I can't lose anyone else. Ja. When I first became Apollo, I was so sure I could help people. Help the world. I ignored the warnings. You have no idea how many lives I ruined before I stopped. I never should have given in to Athena. This one time, I thought that maybe it will be different. Maybe it will be. Ja, aber die Sache ist ja halt auch einfach, diese Prophezeiung ist so dumm und ein Opfer gibt es ja jetzt schon aufgrund der Auslegungssache. Ne? You don't know everything. Spielt das auf, also ich frage mich gerade, ob das vielleicht auf Pans Theorie anspricht. I'm not giving up. Ja, das... Ja, I haven't given up. Prophecy or no prophecy. Neither should you. Ja. You're right. You're right. I know you're right. I hope you can forgive me, Grace. No, you meant well. There's nothing to forgive. Get over yourself. Get over yourself. Ah, ja. Ja. Ich würde fast sagen, links vielleicht? There's nothing to forgive. There's nothing to forgive ist ja eher nicht ganz richtig. Also ja, aber nee. Schwierig. Get over yourself finde ich wieder so
Oh. I hope that one day we'll be as close friends as you were with Calliope. I guess all that remains is the trial. Whatever happens, Grace, I'll be standing right there by you. Persephone hat uns ja auch Thank schon you. zugesagt, dass sie uns weiterhin unterstützt. Wir können echt alle 3 machen. Wie geil ist das denn? Ja, geil. So, was kam also wir hatten bei Pan gerade noch was, ne? I went to Pan and told him everything that happened. To his credit, he listened, and I don't think he'll send me out to Athena before the trial. Lesson learned, maybe? His advice surprised me. Let the prophecy play out. If the idols don't continue, then they don't continue. That's a pretty surprising attitude from an idol. Say what you want about Pan. He's never what you expect. Ist eine Tatsache. Went to the beach house. I tried to make it clear to Apollo that I understood why he did what he did. But of course he took the opportunity to beat himself up some more. I mean, I'm not thrilled about it all, but I get it. I guess I'll see what comes next at the trial. Okay, und dann Titel. Confront Persephone. Gucken wir mal. Ja. Richtig gut. Da habe ich aber auch echt nicht mitgerechnet. Ich war echt nicht sicher, ob wir 1 oder 2 haben, aber 3 finde ich. Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja. Hätten wir uns anhand des Bildes Did you eigentlich forget auch... something, Grace? It felt like we hadn't quite finished our conversation. It seemed pretty finished to me. What more is there to discuss? We didn't finish things in Hades. How about you and Calliope? Finde ich, geht uns eigentlich nichts an. Und bin ich auch der Meinung, warum hätte sie uns das erzählen sollen? Also ist halt schon so ihre persönliche Sache. Also ich würde echt sagen, entweder links oder rechts. Links irgendwie. Links weiß ich halt nicht. Ist damit der Thron gemeint? Dass wir das nicht ausdiskutiert haben, warum wir den Thron zerstört haben? Aber hatten wir ja eigentlich uns, oder irre ich mich? Ich glaube, ich nehme rechts. How about you? Are you okay? Oh, I am many miles from okay, Grace. Don't you want to talk about it? Calliope would not have approved of the way I acted. But then she seldom did. It was so good to see her in Hades. To have her say she forgives me. I just wish it were as easy to forgive myself. Oh. Ja. Ja. Also links können wir sowieso nicht nehmen, würde ich aber auch nicht nehmen, tatsächlich. Unten, nein. Ja, wir haben zwar am Anfang grün gewählt, aber ich finde hier irgendwie I Forgive You fast noch schöner von der... Es ist natürlich immer... Es ist ja jetzt nur ein Teil von dem, was dann gleich als Konversation folgt. Aber von dem, was hier steht, finde ich das rechts besser, ne? Hilft ihr mehr, wenn wir rechts nehmen? Ja, finde ich auch. Also klar, das ist auch, aber das finde ich stärker gerade einfach. Well, I forgive you, if that makes it any easier. You forgive me? I should be the one forgiving you. Well, do you? Fine.
Yes, if that's what you want, yes. Nun. Is it any easier out there? Do you miss being immortal, Grace? Not at all. It's been a week. Eventually I will. Es ist ja wirklich schwierig einzuschätzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Grace war ja vorher mit... Ja, es ist eigentlich nicht besser geworden. Es ist schwierig. Ich wollte gerade sagen, Grace war ja vorher mit ihrem Leben eher so ein bisschen unzufrieden und ich weiß nicht genau, warum ich existiere und ich weiß nicht genau, wo ich hin will und so. Das ist jetzt halt, sie hat jetzt so vielen geholfen und sie hat ihre Fähigkeit und alles und kann so vielen helfen, ist halt schon irgendwo was anderes. Also ich kann mir vorstellen, dass es ihr jetzt an sich besser geht und sie es nicht vermisst, menschlich zu sein. Gleichzeitig ist aber halt auch Freddy gestorben, was ja irgendwie auch mit dem Ganzen zusammenhängt. Schwierig, ne? It's been a week, eventually Ich würde fast sagen, eventually I will. Eventually I will. I'll always wonder what I might have become. I never gave it a second thought before. Now I wonder. Ja, das war halt wirklich, also war schön nochmal mit ihr gesprochen zu haben, aber es war halt keine wirkliche Konfrontation. War halt einfach nur nochmal mit ihr sprechen, so. Na? Haben wir hier jetzt noch irgendwas Neues? Nope. Well, I went to the underworld, the nightclub one, and hashed things out with Persephone. As much as they could be. She'll never apologize for what went down, of course. That's just not in her nature. Even so, I think she feels badly about it in her own way and is trying to change. We'll see how far that goes. Sie hatte uns ja schon zugesagt, dass sie uns unterstützt. Ich habe übrigens heute, total dumm, ich habe extra, bevor ich zu meiner Stiefschwester gefahren bin, noch einen kompletten Liter Wasser getrunken, weil mir klar war, dass ich da sowieso nichts trinke. Deshalb habe ich heute tatsächlich theoretisch ausreichend getrunken, nur vom Zeitraum her. War irgendwie nicht befriedigend, der Abschied mit ihr. Ja, irgendwie nicht so, ne? Also ich weiß nicht. Auch das Gehen kam jetzt gerade so random ein bisschen. Oh, ist jetzt halt, das Gespräch ist jetzt zu Ende. Ja. So this is it. All your new friends have lied to you, but somehow they're gonna get you through the trial, right? I wish Freddy were here. Like a boat lost at sea, with no sails, not a breeze. I am drifting cold waters, no star
be seen. I'll embrace the fire as it burns deep inside, bright enough to guide me, an ocean defied. But as I burn, they've all turned away one by one. In the end, am I alone? Like a boat lost at sea, with no sails, no breeze. I am drifting cold water, no star to be seen. In your heart, we remain. You do not sail in vain. In my heart, you remain. I do not sail in vain. Das war schön. Sorry. Hi Nimrod, herzlich willkommen. Sorry, jetzt hast du voll viel verpasst. Vielleicht bist du aber auch here we schon go. länger da. Hello? Marvin, ey. Die Eule ist weg. Oh, Grace, there you are. Everyone is already waiting for you on Olympus. Oh, Hades sieht, Quatsch, Hades. Hermes sieht nicht so begeistert aus. Wie gut, dass ich ohne Cam bin. Ja. Die da. Genau, ihr müsst auch alle mittrinken. Ne? Ihr habt bestimmt auch alle zu wenig getrunken. Vielleicht. Tränen nachfüllen ist so. Isn't this Olympus? Stimmt. Gute Frage. Gehen wir jetzt auf den Berg? How will the trial... Das finde ich auch interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich beim Trial unsere Fähigkeiten triggern. Und dass es ein Song-Battle quasi wird. Komm, Care to wir machen explain how this is supposed to work? I don't exactly have an itinerary. How this works is, you follow us. Stina ist freundlicher geworden. Wow. Schön. Das ist bestimmt immer schnell entscheiden. Oh ja. Richtig gut. Schnell entscheiden kann ich so gut. Das Doofe ist, ihr könnt mir dann wieder nicht Welcome to helfen. Old Olympus, dear. Oh. Ui. Sie cute. Sie sieht in deine Seele. Is this Oh. a real place? It's the memory of a real place, which for us is the same thing. Okay. Okay. Let's begin, shall we? Noch sind wir nicht getriggert. Okay, es sind auf jeden Fall alle da. Und viele weitere. Brothers, sisters, everyone, look around you.
We few who remain fled to this new land to escape the war, but we are not out of danger. I waited to tell you until I was certain, and now I am. The idols are dying. It will not be long before even our immortality deserts us. The time for extreme measures has arrived. Such as murder? Das wäre eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich die rote Antwort tatsächlich eigentlich ganz geil finde. Nun, are you sure the idols are dying? As decided by you? Bribing? Ja, also ich bin für dies tatsächlich. As decided by you? Ist ja schon so, dass sie das ausgesucht hat, quasi von der Prophezeiung her. I bring that up now. Erklärt natürlich auch, warum sie vorher schon einmal erwähnt hat, dass die Idols sterben. No? How do you know it's true? How can you be so certain? Each time we pass on our Eidolon, we become a little less. It is, however, not solely that. I have had Hecate researching the matter for decades, and her results are conclusive. We are diminishing. I am at this trial to tell you that, as always, I will look out for you. I will save you. Trust in me, Pallas Athena, daughter of Zeus and leader of the chorus, and I will do anything it takes to keep you all alive. You'll do anything? Typisches Diktatorverhalten. Ja, sie ist, this trial is a sham. You had Calliope killed. There has to be another way. It's been hard for you. Nee. Ja. Genau. Marvin, wie du auch sagst, normalerweise grün ist der way to go. Grün ist emotionsgetrieben, positiv. Fand ich vorher richtig gut meistens. Habe ich mich oft für entschieden, beziehungsweise wir haben uns oft für grün entschieden. Bei den Liedern hattet ihr keinen Einfluss drauf. Da habe ich es dann halt einfach gemacht. Aber hier, ganz ehrlich, nein. Nö. Die blöde Kuh, nein. Ja, komm hier. This has to stop, Athena. I understand why you're doing this, but there has to be another way. I wish that were true, my dear. But there is no other way. Denkt sie. Are you sure about that? Were you even planning on telling the idols about Apollo's prophecy? The idols cannot continue so long as the last muse lives. Isn't that how it goes? It's true. Become a monster, accuse her. We know the truth. You can still stop this. Finde ich. Uff, Gott. Da muss ich mir jetzt erstmal hier. Die sind eigentlich alle nicht schlecht. You've become a monster. Accuse her. We know the truth. You can still stop this. Also finde ich. Ja. Ja. Komm, wollen wir mal. Wir nehmen mal blau. Wir nehmen ausnahmsweise mal blau. We spoke to Calliope in Hades. She told us how you sent the Furies after her. You couldn't have. Doch. Yes, I could. There's more to an idol than just the eidolon. Maybe you even knew that once, but you've forgotten it, just like all the idols have. You don't know everything, Athena. No,
No, I do not accept this. Persephone, you kannst are bestätigen? lying. You're the one who's been lying. Or would you like to explain to the idols how you murdered Calliope based on a vague prophecy? Ape. Tell them. Bam! Auf geht's. Oh, ho, 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 Yes, ho. it's me. It's me. Of course, it's me. The one who gets it done. Don't you see? It had to be. You all turn away when I got the fish. Then you cry hooray once it's on the dish. That's how we do this. Yes, we. Yes, you and me. I have always cared for you. I'll always do all these things for you. All these things that you are not prepared to do. Ich war kurz bei Rot. All I ever did, all the sacrifice, all I ever hid, trying to be nice, everything for you. But in any case, I always knew you'd throw it in my face. You're so controlling. Sorry, little bird, time to wring your necks. Little girls, they dream up a future. They're sure how they feel, sure their vision's true. I fought for that throne and then didn't take it. And that was okay. Could it be for you too? Of course it would make it all about you. Still, Athena, I'm glad you were here to see how someone grew. None of you see. So it's down to me. It's fine. I'll take all the blame. I'll take all the pain. Das ist ja eben nicht so. Think you see it all. You just see a scrap. You wanna make the call. You need to Die macht mich richtig aggressiv. children. It's time for you and all who stand with you. Yes, you too. Form a queue. Time to follow through. Inside, somewhere inside, in that mind, there's a war. You're not sure. Don't be so sure. We're not the same, never the same. It's the right thing to do. The right place to be. Alle. Alle. Auf geht's. Kommt. Really? Pan, you? The way I see it, if you have to take Grace, then you definitely have to take me. I was so low, I nearly withdrew. Eigentlich haben wir alle überzogen. Now I'm here because she inspired me.
because of me, this prophecy would come to be. My Olympus is gone, and you're all looking on at a stranger wearing my face. My Olympus is gone. Now I'm some other one. Just how long has she been in place? Give it time, you'll find even an island drift. You don't notice 'cause it only moves in teeny tiny shifts. There was a voice in me that shouted, Athena, you be strong. Be strong. No cost is great enough. It was wrong. I was wrong. I was wrong, and now I don't know what the right thing is. I leave it up to you what to do with this. All these years you ruled this place. I think it's time you made some space. Enough of you. It's overdue. Step away. Let it go. Fresher hands should steer this boat and sail it to something new. Irgendwie wollte ich sie nicht schlagen. Brand new chorus. They can no longer be trusted to lead. Are you finished? You've been talking forever. We're done, yes. And? So you're in charge now, I'm guessing. For the moment, but it appears we're about to have a repeat of what happened in Hades. What does that mean? It means we are disbanding the chorus. Not only that, we have decided to reveal ourselves to the mortal world. You're planning to tell everyone what we really are? Isn't that risky? It won't be right away, so those who are too fearful can go into hiding. But it's time. No more laws, no more secrets. Krass. Okay. Ui. Nochmal. Ich wollte sie nicht schlagen. Nee, also so ein Faustkampf fand ich irgendwie nicht so geil. Ich war der Meinung, es ist für sie Strafe genug und vor allem Zeit, dass Athena nicht länger herrschen darf. Aber das ist, finde ich jetzt auch, also, uff. You all agreed to this? No argument? Oh, we don't do anything without argument. Wasn't it you, Grace, who said we should stop living in the past? Well, sure, but I didn't think you were listening.
What can I say? I'm trying something different. Plus, this is what Calliope was fighting for. Das stimmt. Calliope would definitely approve. If there's no chorus, does that mean idols just do whatever they want? As much as anyone can. What about Medusa? I hate to think what she's gonna do. Medusa has offered to live in the reliquary. Oh. Frankly, I think she's relieved. Ja. As for the rest of us, we'll be subject to mortal authorities and their laws. Okay. These authorities. Do you think we could ask them about Hephaestus? Oh. Yes. Yes, I imagine we could. Offenbaren finde ich halt, finde ich auch schwierig. Aber ich bin gespannt. What about Athena? She can't be okay with this. She won't fight it. She said, and I quote, "Whatever your decision, I will abide by it." That's Okay, a finde switch. ich gut. The fight's just not in her anymore. She was so certain she was doing the right thing. It must be tearing her apart now that she's failed. Well, we'll see how long this new Athena lasts. Hm. Wollen wir einfach mal, kommt, hauen wir I have a raus. few thoughts as to how you could go about revealing yourselves. Oh? If there's time, we could prepare a campaign. A campaign? You make it sound like preparing for battle. It is, kinda. The idols would be stars before you know it. If you're famous enough, there's only so much that can be done to you. Now that is a marvelous idea indeed. Ja? I'd like a moment alone with Grace. Ist halt, ja, sie hat schon recht, ne? Well, you did it, Grace. The trial has come and gone, and you're still standing. Ah, schwierig, finde ich alles gut. Damn right, ist hier wieder eine Entscheidung. Vorhin habe ich ja einmal die rote, weil ich Athena. Aber hier würde ich die sowieso ausschließen. Ich finde alle drei gut. I fulfilled the prophecy ist eine Tatsache. We did it ist dann wieder dieses Zusammenhaltende. Und oben I wish Freddy were here too finde ich auch schön. In meinem Miste, ich habe die Kiste, in meinem Neck und du bist... And fulfilled the prophecy while I was at it. Fulfilled it? Haven't we prevented it? I'm the last muse. It was my trial. Now what's happening to the idols because of it? We're no longer continuing. Not as we were. Yes, I see. Athena couldn't conceive of a change that didn't mean death for the idols. But here we are. Obviously, the freedom the rest of the idols have extends to you as well. I can't compel you to remain. And yet I am asking you to do so. Ich tendiere tatsächlich zu rechts. Weil wichtig. Finde ich, also ganz ehrlich, nichts schlimmer. No? Bin ich dabei. Gut, auf geht's. If I stay, no more lies. No more backstabbing. No more betrayals. Oh, Grace, isn't that what makes life with the idols interesting? Not really, no. Fine, fine. Have it your way. You have my word. I'll hold you to that. Yep. Ready to go out and face the music, Grace? Always.
2 months later. Act 3. Act 3. The Muses Encore finished Act 3. Sorry, we're closed. Of course you're both here. In my apartment. Why wouldn't you be? We were waiting for you. How does it feel to be the Idol spokesperson appearing on every newscast, reputable and otherwise? I'm exhausted. The Oracle has been keenly following your progress. She records every appearance, every interview. She may be your biggest fan. The way she talks, you'd think she never doubted who you were. Well, at least she's been of great help to your online campaign. Everyone here has also been busy. Would you like to hear the latest? Oh. Wie süß. Oh, hier ist Dings. Au. Ist das Medusa? Ach. Das ist so cute. Oh, Juli. Oh, die Bühne. Voll schön. Finde ich richtig gut. Ja, wir fragen natürlich alles. Wir fangen mal mit Athena. Has anyone heard about Athena? It's been a while. The revelation of the idols to the mortal world went far better than she could have dreamed. I think it shook her. Well, she was wrong about a great many things. As the goddess of wisdom, that's not an easy realization. So she left. Back to the old world. Okay. Back to the old world? It's a long way to travel by herself. Well, I asked her to go. There's so many of us who went missing during the war. The idols going public might bring them out of hiding. Athena wanted to leave, and this gave her a purpose. We'll see if anything comes of it. Okay. Krass. Interessant. Is Hermes still around? I'm surprised they're not here with the rest of you. Well, we've barely seen them of late. Hermes has been busy. They've become a social media darling. Or so the Oracle Kann ich mir tells me. vorstellen. The truly amusing part is that they're not even trying to be famous. Yep. They simply can't help it. Yep. Hermes likes to people please, it's true. Hopefully it won't backfire on them. Fame is a double-edged sword. Ja, das, Hermes lives a charmed life. Never fear. Well, it's odd seeing their face on so many billboards, but I agree. Let Hermes have their fun. Finde ich gut. Ja. Aber ich finde auch tatsächlich die Lösung, dass die alle zu Stars werden, quasi, finde ich eine gute Lösung. Also ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ne? What about Pan? I haven't seen him since the trial. No one's seen him. Should we be worried? It is Pan, and what he does will reflect on us all. Pan is harmless. Mostly harmless. As far as I can tell, he did regret his involvement in Calliope's death. He'll lay low. At least for a time. He'll be back with some new scheme to make us all groan. You're not wrong. Yep. Es ist bestimmt in seinem Labyrinth, genau. In einem. What about you, Apollo? Still planning on leaving the city? Soon, I think. All the attention on the idols is proving rather taxing. Ooh, running away again, brother. I suppose you could say that. Really, I just came by to see Grace and apologize one last time. I told you don't need to keep doing that. Yes, well, I'm glad things worked out as they did. You'll all be fine without me. Oh. You know, one day you will learn, brother. Not today, but someday. Yep. Is there any word yet on Aphrodite and Eros? They left the city a while ago. Eros sent word, yes. Aphrodite has started a spiritual retreat in the mountains. Let's call it a cult.
Whatever it Yes. is, he says it's been helping her. Being the goddess of love to the world once more has at last brought her peace. I thought for sure they'd go into hiding. Aphrodite fears mortals more than any other idol, doesn't she? Hence why she surrounded herself with only those who shower her with adoration. As I recall, sister, you also headed several cults across the centuries. The Eleusinian mysteries weren't about shoring up my ego, Apollo. Okay. What about Venus? Did she go with them? The mortal? I don't believe so. Last I heard, she opened a gallery. Aphrodite's become her patron. Ah, schön. Venus has painted most of the idols. I sat for her last week, in fact. It's made her rather successful. Finde ich gut. What about Hecate and Asterion? Are they still at the reliquary? Asterion is not, currently. He's going to appear on the next season of that television dating show. I thought that was just a rumor. No. He is really doing it. Asterion's rather thrilled at all the attention. Last I spoke to him. I don't understand the appeal. He's a sweetheart, and you know it. Yeah. I hope you find someone awesome. As for Hecate, there's little chance of her leaving the reliquary. I assume she's the same as always. She is. Hecate enjoys the solitude. At any rate, she claims everything will change for us soon enough. It is written, I'm guessing. Naturally. It is written. And Medusa? I take it she's no longer at the reliquary. She was. For a few months. Ah, okay. There was an incident involving Hecate's new cat. Oh no. Medusa was beside herself with apologies, but needless to say, she moved on rather quickly. We're not certain where. Meaning what? Medusa is roaming the streets? Doing whatever she likes? Not quite. Medusa believed she might not be able to control her appetite, so she asked us to put her in contact with the mortal government. They took her somewhere. It was her decision. Okay. The government is grateful. They even suggested we might see Hephaestus again. Aphrodite's husband? He's alive? So it appears. Who knows what he's been doing for the mortals since the war, but it would raise all our spirits to see him again. Oh. How about you, Persephone? Any big changes? Not unless you count my many trips to Hades. No. It's business as always. Trips to Hades? I am no longer its queen, but I am still the most familiar with its workings. And Hades is changing. Perhaps it's the mere fact that the mortal world is aware of us again. I don't know. Or something else is stirring. Is this something we should be concerned about, sister? Not yet. I'll let you know. As Not for everything yet. else, the club continues, more popular than ever. The world turns. What more is there to say? Riecht nach einem zweiten Teil, ja. Oh. Da waren auf jeden Fall so ein paar Hints von Sachen, die noch offen sind, ne? Also wir haben jetzt nichts über Hephaistos rausgefunden, aber er scheint noch zu leben. Medusa wurde verschleppt, aber nach ihrem Willen. Vielleicht ist es ja doch möglich, sie irgendwie zu heilen, auch wenn Athena gesagt hat, das konnte nur ihr ursprüngliches Selbst. Athena ist auf Reisen und sucht, Medusa wurde gegangen, ja. Athena sucht andere Idols, die untergetaucht sind, quasi so ein bisschen. Und wir hatten noch irgendwas. Was habe ich jetzt vergessen? Irgendwas war noch offen. Ach ja, Hades. Irgendwas ist in der Unterwelt seltsam, was Persephone aber nicht genau spezifiziert hat. I still can't believe it's all over. Oh, it's scarcely over, Grace. Now that you've toppled the castle, it's barely just begun. Oh, I didn't do that. On the contrary, you absolutely did.
Perhaps we should leave you alone, Grace. You must be tired from your trip. Kind of feels like this is it, huh? Like we won't see each other for a long time. No. Not like this. You're right. Everything has changed. Stormy skies clear, soft breeze blow. The ocean lies calm, stars are out. We'll chart our paths, I've no doubt. Where will we end up with different routes? A fresh coat of paint, sails unfurled, ready to go. Watching the shore as we drift away. Lost in the sunrise, parting mists of gray. Sailing to new water, the rush of a new day. Everything has changed. Everything. Das war ein schönes Ende, auch nochmal schön mit dieser Auf-See-Metapher. This game was made on stolen ground. We would like to acknowledge the peoples of Holy Nation. Das hatten wir am Anfang schon mal. Das habt ihr quasi schon mal, ne? Aber das war schön. Fand ich wirklich gut gemacht, dass sie das Thema da auch nochmal aufgegriffen haben. Hey. Und ich finde das Titellied immer noch so toll. Das ist ein schönes Lied. Damit sind wir dann tatsächlich auch durch. Ja. Danke für diese schöne Reise. Ja, danke, dass ihr dabei wart und auch so fleißig mit quasi abgestimmt habt, was wir nehmen wollen und so. War echt gut, hat Spaß gemacht. Und ich fand, wie gesagt, das Spiel insgesamt, normalerweise mag ich halt dieses Theorien machen nicht so, aber bei dem Spiel war das irgendwie was anderes. Es hat irgendwie Spaß gemacht, da zu überlegen, wer verhält sich wie, warum und was eigentlich passiert und so. Fand ich interessant. Und wir hatten mit Athena ja letzten Endes auch recht. Ne? Irgendwo. Ja. Hey. Also, danke, dass ihr dabei wart, so fleißig. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht. Und ich muss mal gucken. Ich werde mir wahrscheinlich noch ein paar andere Durchgänge, also entweder ich schaue mir noch ein paar andere Durchgänge im Internet an oder ich probiere noch ein bisschen andere Sachen. Aber ich habe die Befürchtung, wenn ich selbst anders spielen möchte, es ist halt schon schwierig, ne? Man muss sich quasi dann ja dazu zwingen, so ein bisschen.
Und gerade wenn das dann so kurzfristige Entscheidungen, so schnelle Entscheidungen sind wie in den Liedern, ne? Also ich denke, ich werde wirklich im Internet noch so ein bisschen gucken. Ich weiß auch nicht, es ist ja auch durchaus möglich, dass es unterschiedliche Enden gibt. Ne? Also ich bin mit unserem eigentlich relativ gut zufrieden, wage ich zu behaupten. Ich kenne die anderen aber auch nicht. Ganz am Anfang einmal aufgeben und schauen, was passiert. Ja. Auf geht's. Ja, es ist, finde ich mega interessant. Weil Bommelin ja auch gesagt hatte, das war irgendwie alles ein bisschen anders bei dem Durchgang. Und finde ich mega spannend. Auch mit dem hier Thron zerstört halt und Thron nicht zerstört. Und ich frage mich halt auch echt, ob irgendwie, also das mit Instant Credits, ja. Ich frage mich halt auch echt, ob mit Freddy, ne? Ob es möglich ist, dass sie irgendwie heile durch das Spiel kommt. Also ich weiß nicht, also wir hatten uns ja vorher dafür entschieden, dass Freddy mit uns unterwegs ist. Wir hätten ja, ich weiß nicht, ob es geht, dass man sich wirklich dafür entscheiden kann, mit Paaren unterwegs zu sein. Weil da hatten wir ja ganz am Anfang quasi so ein bisschen die Auswahl. Ich weiß nicht, ob das geht oder ob das nur so ein Bait-Krams irgendwie so. Also du kannst es probieren, aber es geht halt gar nicht. Und da weiß ich halt nicht, ob es vielleicht, also wenn man das macht, ob es dann vielleicht so ist, dass Freddy nicht beim Reliquary ist. Das wäre halt mega interessant zu wissen, ne? Und insgesamt, was für Enden gibt es, wie viele Enden gibt es und ne? Und die Lieder waren halt auch sehr unterschiedlich. Je nachdem, was wir gewählt haben von den Auswahlmöglichkeiten, wurden Melodie und alles dann ja teilweise auch so ein bisschen anders. Das fand ich auch immer echt interessant. Aber, also ich fand die Lieder und alles fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Und ich fand das Grundkonzept... Oh, sorry. Ich fand das Grundkonzept mit diesem... Also erstmal dieses Entscheidungsauswahlprinzip. An sich fand ich schon richtig cool. Dann mit diesen 3 Basis-Entscheidungsmöglichkeiten quasi. Also Emotionen, Verstand und Aggression. Keine Ahnung. Fand ich auch sehr cool. Und halt die Lieder, ne? Also dann in den Liedern nochmal entscheiden, wie man sich verhält und dann ja auch den Einfluss auf den Charakter. Mega interessant. Und ich habe ja am Anfang noch gesagt, letztes Mal hatten wir gar keine Lieder. Irgendwie. Und jetzt hatten wir eigentlich recht viele. Das war schon nochmal cool. Nochmal Baddest Run. Würde ich nicht hinkriegen. Den muss ich mir echt im Internet angucken. Ich kann nicht böse spielen. Es ist auch... Caron war da halt das Highlight. Ja. Einfach super gut. Ja, super gut. Das war echt Hammer. Ja. Ja, es ist auch bei Baldur's Gate zum Beispiel. Ich krieg's einfach nicht hin, irgendwie. Also in meinem jetzt ersten Run wollte ich sowieso nicht böse spielen, aber ich glaube, das würde mir auch echt schwer fallen, weil, also, auch wenn ich irgendwo rumlaufe jetzt, die Sachen sind rot, die kann ich nicht klauen. Das ist Diebstahl. Wenn die weiß sind, okay, auf geht's, ist meins.
Aber wenn die Sachen rot sind, nee. Außer die paar Ortschaften, die ich halt komplett ausgelöscht habe, aus Gründen. Da war dann einfach alles meins. Aber das waren die Bösen. Meiner Ansicht nach. Nun, ja. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, wie gesagt. Ich fand es sehr schön. Und tatsächlich auch von der Länge her, muss ich sagen, finde ich, ich hatte jetzt so das Gefühl, es war passend. Wirklich. Also weder irgendwie zu kurz noch zu lang. Ne? Also muss ich echt sagen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, kann es jetzt endlich mal zu Ende sein. Also es war auf jeden Fall nicht langgestreckt oder so. Und es war auch durchgehend irgendwie interessant und spannend und so. Zu kurz, ja. Aber dann wäre es halt auch wieder zu lang gewesen. Weißt du? Wenn wer hat den Mord begangen, Geschichte und so noch viel länger hingezogen hätten, dann wäre es nachher wieder zu lang gewesen. Und dann hätte es wieder nicht gepasst. Also ich finde, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin ziemlich gut zufrieden damit, wage ich zu sagen. Oh Mann, sorry. Muss echt die ganze Zeit gehen. Das kommt vom Wetter, Manu. Ja. Ja. So. Kann eigentlich hierüber switchen. So. Ich muss übrigens gleich noch, ich muss unbedingt heute noch den Streamplan fertig machen. Marvin, vielleicht kannst du gleich schon mal eben reinschreiben, was du wann strömerst. Weil ich muss morgen mein Auto zur Werkstatt bringen für Inspektion und TÜV. Und soll danach noch eben bei Mama vorbei. Die hatte gefragt, ob ich sie besuche. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich frühestens um 7 Uhr zu Hause sein. Und dann erst den Streamplan posten, wenn der eine Stream schon losgegangen ist, fände ich ein bisschen doof. Deshalb würde ich gerne einstellen, dass der automatisch gepostet wird um 18 Uhr oder so. Deshalb müsste ich den heute Abend noch fertig machen. Das wäre cool, dass ich weiß, welche Spiele ihr noch macht. Wann. Genau. Dann kann ich das eintragen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich werde nächste Woche einmal pausieren, weil die Locke ist jetzt vorne. Ich weiß auch nicht, was hier das ist halt eigentlich mein Pony ist sieht halt kacke aus von oben, von vorne geht's, aber ich hatte halt einen Haarreifen eigentlich und das war mit dem Headset wäre das so doof gewesen, deshalb habe ich die Strähnen, die so komisch da dann standen, einfach mit Spangen dann festgemacht. Ja. Genau. Ich werde nächste Woche einmal pausieren, weil am Wochenende ist Marvin hier und da hat Mami Geburtstag und so. Und die Woche über ist irgendwie so viel. Montag muss ich zur Werkstatt, Dienstag muss ich um 5:30 zum Arzt, weil lange arbeiten und dann muss ich danach noch essen und so und dann, das schlägt mir immer so auf den Magen, wenn ich direkt nach dem Essen streame, das kriege ich immer irgendwie nicht so gut hin, das ist echt doof. Und Mittwoch muss ich dann wahrscheinlich mein Auto halt wieder abholen, dann wird es auch wieder total spät, weil bis zur Werkstatt fahre ich irgendwie eine Dreiviertelstunde und Rückweg dann halt auch wieder 35 Minuten oder so. Und Donnerstag muss ich wahrscheinlich auch wieder lange arbeiten. Das weiß ich halt noch nicht. Und das ist dann, da habe ich gesagt, nächste Woche. Ich habe zwar echt verdammt viel Bock auf Sea of Stars, aber
Dann freuen wir uns einfach umso mehr auf die Woche danach. Ich mich auch. Ja. Und auf die anderen Streams. Auf jeden Fall werden auch wieder richtig tolle Streams. Genau. Also das werden wieder richtig tolle Streams. Marvin streamt zweimal und Chris streamt zweimal. Das passt also ganz gut. Montag bis Donnerstag ist Stream Power. Genau. Lok ist jetzt ja. Genau. Erledigt, super Marvin, dann kann ich das gleich eben eintragen. Ich weiß nicht, ob Chris schon was geschrieben hat, aber gucke ich gleich mal. 5 Hauspunkte, super. Und alle einen schönen Abend, erholsame Nacht und einen tollen Start in die Woche. Das wünsche ich euch auch. Ich gucke mal eben noch, ob wir noch irgendwo raiden können vielleicht. Aber sonntags ist tatsächlich meist schwierig, habe ich, oder? Bilde ich mir das ein? Oh, der Legüm ist da. Legüm ist da. Dann würde ich sagen, schicke ich euch mal rüber zu Legüm. Ich hab immer... Der Name ist so lang, ich bin zu doof. So, wie startet er mal? So. Dann, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr beim Spiel mitgefiebert habt und auch so viel Spaß hattet wie ich. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Nee, entspannt hoffentlich irgendwie halbwegs. Lasst euch nicht ärgern, lasst es euch irgendwie gut gehen. Und ja, bis die Tage auf jeden Fall mal. Ciao! Wuppa!